Antonietta Bernardoni, vorgelesene Kopien im Umlauf. Einleitende Anmerkung: Der folgende Text ist die getreue und überprüfte Abschrift eines der zahlreichen hektographierten Rundschreiben, die ursprünglich von Frau Dr. Antonietta Bernardoni zwischen den 1970er und 1980er Jahren im Rahmen ihrer medizinischen und politischen Tätigkeit im Bereich der psychischen Gesundheit verbreitet wurden. Aus Respekt vor Datenschutzbestimmungen wurden einige personenbezogene Daten teils unkenntlich gemacht, wobei die Integrität des historischen Dokuments gewahrt blieb. Die Lesung wird einer digitalen Stimme anvertraut. Titel: Das psychiatrische Gutachten, einer Betrug. Vorwort zu einem Buch, das noch einen Verlag sucht. Autorin: Frau Dr. Antonietta Bernardoni. Ort und Datum: Modena, im Monat August 1979. Von alter Tyrannei das Wesentliche, den fortpflanzenden Kern, um jeden Preis in Sicherheit bringen. Getarnt als Saboteure im gegnerischen Lager, dabei taktisch in allem Übrigen nachgeben. Ist das nicht ihre eigentliche Strategie, ihr heimlichen Freunde der Macht, heute gänzlich umzingelt von der Psychiatrie? Das Konzept des psychiatrischen Spezifikums stellt heute, trotz seiner vollständigen wissenschaftlichen Haltlosigkeit, die gefährlichste ideologische Waffe in den Händen der falschen Gegner der Psychiatrie dar, die sich vornehmen, aus der Psychiatrie alles Rettbare zu retten, indem sie sich als ihre unversöhnlichen Feinde ausgeben. Man braucht nur daran zu denken, dass Franco Basaglia in L'Unità vom Dienstag, dem 28. August, erklärt, dass eines der Ziele, die er sich in seiner Eigenschaft als Neuverantwortlicher für die psychiatrischen Dienste in Latium zu verfolgen vornimmt, darin besteht, daran zu arbeiten, dass die Menschen sich persönlich für den Bau der CIM interessieren. CIM, das heißt Zentren für psychische Hygiene, das heißt Gebäude, die dem Kult des spezifisch Psychiatrischen geweiht sind, also der möglichst weitreichenden und flächendeckenden Psychiatrisierung der Bevölkerung eines bestimmten Gebiets. Aber an der Psychiatrie ist nichts zu retten. Die Psychiatrie muss abgeschafft werden. Im folgenden Text werde ich darlegen, wie und warum. Die notwendige vollständige Abschaffung der Psychiatrie wird das Ergebnis eines Kampfes sein, der entlang zweier konvergierender Leitlinien geführt wird. Eine Leitlinie mit einem langsameren und mühsameren Verlauf wird über unzählige aufeinanderfolgende Etappen zur allmählichen, aber unaufhaltsamen Wiederaneignung durch die Neurologie von Wissensbereichen führen, die die Psychiatrie und die anderen Wissenschaften der Psyche bewahren konnten, nachdem sie sich auf betrügerische Weise angeeignet hatten. Und zwar nur so lange, wie sie, statt Wissensbereiche zu sein, Bereiche der Unwissenheit geblieben sind. Ein konkretes Beispiel. Ennio De Renzi schreibt, Klinische Neuropsychologie, Mailand 1977, Seite 199. Bis vor kurzem widmeten neurologische Lehrbücher der Diskussion der Amnesie nicht einmal ein paar Zeilen, da sie als globales psychisches Symptom galt, das der Aufmerksamkeit der Psychiater zu überlassen sei. Diese Gleichgültigkeit ist heute nicht mehr zu rechtfertigen, und es muss klar festgestellt werden, dass Gedächtnisstörungen voll und ganz in den Zuständigkeitsbereich des Neurologen fallen. Der kurzfristigste und weitreichendste Kampf gegen die Psychiatrie ist derjenige, den die volkstherapeutische Tätigkeit heute in Italien und weltweit vorantreibt. Die ATP ist als Instrument entstanden, nicht nur für stetiges persönliches und kollektives Wachstum, sondern auch zur Überwindung von Schwierigkeiten, die bisher fälschlich als persönlicher Natur und als zur Psychiatrie gehörig angesehen wurden. Die psychiatrische Behandlung kann solchen Schwierigkeiten nicht helfen, ihnen zu begegnen und sie zu überwinden, sondern verschlimmert sie eher nur. Sie können jedoch durch kollektive, kontinuierliche Solidarität überwunden werden, die auf die zu erfüllenden Bedürfnisse zugeschnitten ist. Auf diese Weise werden Energien freigesetzt, die dann im Kampf für eine neue Gesellschaft eingesetzt werden können, in der die freie Entwicklung eines jeden zur Voraussetzung der freien Entwicklung aller wird. In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass,
auch wenn die Formulierung von Marx stammt, das entsprechende Streben nicht nur das der Marxisten ist, sondern alle einbezieht, die das Recht, ein Leben zu führen, das diesen Namen wirklich verdient, als unverzichtbar empfinden, nicht ein illusorisches Leben, das nichts weiter als reines Überleben ist. Solange die Waffe des spezifisch-psychiatrischen nicht entschärft ist, wird es nicht möglich sein, in dem Bereich, der einst als psychiatrisch galt, eine Situation zu schaffen, in der jede Rückkehr in die Vergangenheit unmöglich wird. Doch den psychiatrischen Spezialbereich mit einer Waffe zu vergleichen, ist womöglich eine eher schwache Analogie. Waffen können nämlich dem Feind abgenommen und gegen ihn eingesetzt werden. Nicht so das spezifisch-psychiatrische. Wer jetzt darauf zurückgreift, hat keine Chance. Er wird, ob er will oder nicht, unverzüglich entweder in das Heer der erklärten Verteidiger der Psychiatrie eingezogen, ein Heer, das zwar bereits im Zerfall begriffen, aber noch immer gefährlich ist, oder er wird sich, mit einer Wahl scheinbar entgegengesetzten Vorzeichens, die in Wirklichkeit jedoch völlig gleichwertig ist, jener psychiatrischen Bewegung anschließen, die sich selbst als demokratisch und befreiend bezeichnet. Einer Bewegung, die all jene versammelt, die die Psychiatrie verteidigen, indem sie vorgeben, sie zu bekämpfen, unter der Führung der verschiedenen Basalia, die heute in unserem Land oder anderswo kursieren. Vielleicht ist es besser, wenn man das spezifisch-psychiatrische mit der letzten Zitadelle vergleicht, in die sich die überlebenden Kräfte einer besiegten Armee flüchten, in der Hoffnung, so lange standhalten zu können, bis das Eintreffen mächtiger Verbündeter es erlaubt, den Widerstand in einen Gegenangriff zu verwandeln. An mächtigen Verbündeten mangelt es der Psychiatrie sicher nicht. Man denke nur an die multinationalen Konzerne, die Psychopharmaka herstellen. Um Vorhaben dieser Art zu vereiteln, ist es heute nötig, das Spezifische der Psychiatrie als letzte Bastion des Widerstands anzugreifen. Ist diese erst zerstört, wird im psychiatrischen Bereich eine Situation geschaffen sein, in der jede Rückkehr zur Vergangenheit unmöglich ist. Erst dann wird der Kampf zur Befreiung der Menschheit vom Gespenst der psychischen Krankheit gewonnen sein, dieser harte, unerbittliche Kampf, ohne den man nicht wirklich Männer und Frauen unserer Zeit sein kann. Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, Modena. Vervielfältigt durch Laura Barbieri, Viale Crispi, Modena. Modena, August 1979.